Ja. Tschüss. Wir sind die Band Aiden. Wir wollen ein bisschen über unsere Tour berichten in China, in Wuhan. Wir haben uns gedacht, wahrscheinlich interessiert es den einen oder anderen, wie wir überhaupt da hingekommen sind. Es fing an mit Eurorock. Ja. Dadurch sind wir erst an den Kontakt gekommen, durch Duisburg. Ja. Also eigentlich wurden wir einfach gefragt. Wir haben dieses Eurorock-Ding gemacht. Dieter Bursch, der hat das ja irgendwie ins Leben gerufen vor 25 Jahren. Wir waren die glückliche Jubiläumsband. Und jetzt nochmal 35. Jubiläum, glaube ich. Partnerstadt Duisburg und Wuhan. Genau. Dadurch sind wir dann mit der Delegation nach China geflogen. Irgendwann im August krieg ich einen Anruf und meinte so, yo, Max, habt ihr Bock nach China zu fliegen? Ich so, Nee, gar nicht, gar keine Zeit. ist der Papst katholisch? Ja, es fing halt irgendwie an am Flughafen in Düsseldorf. Und ja. Ich bin an dem Tag des Abfluges, bin ich glaube ich gegen 3, halb 4 bin ich aufgestanden, weil ich mir gedacht habe, ja, die Zeitrechnung, die geht ja dann vor, das heißt plus 7 Stunden in China. Und ich wollte halt schon auf dem Flug schlafen und bin extra früh aufgestanden, damit ich nachmittags dann müde bin. Hatte aber leider nicht geklappt. Ich habe gar nicht geschlafen, den Hinflug, und ihr glaube ich auch nicht, ne? Ja. Nee. Also keiner hat geschlafen. Wir waren da echt dann irgendwann 34 Stunden wach oder so, und dann Das hat man dann wurde es auch witzig. Ja, irgendwie auch die Szene im Nachhinein zu sehen, wir sahen so fertig einfach auch aus. Ja. Und wir waren einfach nur noch durch. Also wir können ja mal erzählen, was an dem ersten Tag so chronologisch ungefähr passiert ist. Ja, Ja. Also, Ja, erstmal kamen wir halt Zwischenstand in Hongkong an, erstmal Ja. ganz am Anfang. Hongkong, da hatten wir dann auch noch WhatsApp und Facebook und so. Wir konnten auch auf alles zugreifen. Oh ja, Ja, das änderte sich dann, als wir dann in Wuhan ankamen. Die haben eigene WeChat. Social Media. Ja, wir kamen am Flughafen an. Man hat halt versucht einzuatmen, als wir dann rausgingen, und hat wir so gemacht. Und es fühlte sich halt echt nicht so an, als wäre da Luft in der Lunge. Wir sind hier in Wuhan. Hallo. René ist auch dabei. Ja, ich bin richtig durch. Wir sind alle durch. Gut. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, muss ich sagen. Tschüss. Wir sind jetzt hier bei der Gepäckausgabe und hoffen, dass unser Gepäck ankommt. Und Instrumente wenn es ankommt, das ist auch noch ganz heil ankommt. 10 Stunden später. Es ist bestimmt gleich 15, 20 Minuten um. Wir warten immer noch. Die Anspannung steigt, würde ich sagen. Ist noch nichts dabei. Geschweige denn Instrumente, aber wir wissen nicht mal, wo wir die kriegen dann. Yeah! Hallihallo. kann das so schlecht einfangen irgendwie, oder? so fahren wir jetzt eigentlich zum Hotel. Ja, dann fuhren wir mit dem Bus erstmal Richtung Hotel, den ganzen Hochhäusern vorbei, und es war total surreal. Fahren wir jetzt zum Hotel eigentlich? Oder? Ja. Gut, wir fahren zum Hotel. Was ist da passiert? Wir sind angekommen, wir waren im Hotel, das Hotel war Bombe. Oh, yes. Ja, Leute, ich würde mal sagen, da lässt sich mit arbeiten. Zur Hölle. So, und eine Sache, die ich euch auch nicht vorenthalten darf, sind natürlich die Apartments. Ist ein bisschen über unsere Verhältnisse. Hier ist das Badezimmer. Auch schön mit Ausblick. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Mit Ausblick auf die Stadt. Das war krass. Ich weiß nicht, wie wir das beschreiben wollen. Ja, 4-Sterne-Hotel. Wir haben es, glaube ich, auch mal dann im Video gesagt. Das war eine Suite. Das war ein Trump Zimmer. Tower. Das war wieder ein Trump Ja, Tower das, China. das war eine schöne Suite auf jeden Fall. 4-Sterne-Hotel gesagt. Jeder hatte so ein King-Size-Bett, nennt man das so? Ja. Ich habe auf einer Seite geschlafen und hatte trotzdem noch locker Platz für 4 Leute neben mir. Ja. Ja. Also das sind wir, glaube ich, von uns zu Hause nicht gewohnt. So. Dann ging es ja auch schon direkt mit Programm los. Nachdem wir im Hotel angekommen sind, wir haben uns schnell umgezogen. Schick. Wir sind hier im Trump Tower von China, von Wuhan. Wir fahren jetzt gerade 15 Stockwerke nach unten.
Ja, du bist 16, ich bin 15. Ja, ich bin ein bisschen schwach. Mega Spaß. 4 Sterne Hotel. Wir hatten die ganze Zeit nicht geschlafen und kamen morgens an. Also wir sind morgens geflogen in Deutschland und kamen dann morgens auch an. Wir hatten die ganze Zeit nicht geschlafen und hatten dann den ganzen Tag noch vor uns. Ja. War schön. Dann ging es halt zur Wuhan Business University, wobei man da sagen muss, das heißt University, ich will das gar nicht klein machen, sondern es war halt aber eher eine Berufsschule. Also die haben da Köche ausgebildet, da gab es eine Reiterschule. Simon wollte, dass ich dieses Pferd in den Vlog einfüge. Das ist wunderschön. Warum Simon? Und wir waren ja dann halt in diesem Kochbereich, sag ich jetzt mal. Ja. Das kennt man ja von hier jetzt auch nicht so unbedingt. Genau. So eine Kochschule. Ja. Oder dieser Klassenraum allein, wo wir dann da Spezialitäten essen durften. Ja, Von den frisch gebacken gerade. Ja, 请问一下，闲下来，闲下来，我们是直接就开始吃，还是你稍微代表文化局吃饭？ diese Fettbälle waren. Die waren echt lecker. Die gab es ja hinterher. Wirklich. Fettbälle. Die Fettbälle. Also Teigbälle mit den, weiß nicht, Sesam oder was da. Die waren halt frittiert und Und dann beißt du da drauf und die ziehen sich so zusammen und werden nur zu so, weiß nicht, Zucker mit Fett. Fallen so in sich zusammen. Und Du hast Teig. immer- Ja, es ist schon lecker, aber es ist bestimmt extrem ungesund. Oh ja. aber sonst muss man sagen, war echt gesundes Essen auch da. Dann, was kam danach? Danach war der Sportplatz schon, oder? Mhm. Der Sportplatz? Der Sportplatz. Was jetzt passiert, aber ich habe absolut keine Ahnung. Wir wundern uns auch, die Lautsprecher sind, glaube ich, Leute wirklich jubeln. Das hört sich so unecht an. Wo dann diese ganzen Leute gejubelt haben. Ach so, ja. Aber War das was wahr? Vielleicht war das schon vorher. Nee, ich meine, wir sind als erstes zu den Köchen gegangen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, meine ich auch. Ja, dann kam die Sache mit der Besprechung und dem Balkon. Ja, die Besprechung, das war auch witzig. Wir waren halt extrem müde, weil besonders Simon über 30 Stunden wach war. Und wir saßen halt und mussten irgendwie zuhören und das war nicht mehr möglich. Guten Tag, wir wurden gerade rausgeworfen, weil wir während der Besprechung eingeschlafen sind. Und wir kriegen ganz eine wichtige Delegiertenbesprechung für den interkulturellen Austausch und wir pennen ein. Und Simon wollte gerade aus Versehen da runterspringen, weil er einfach seit Ich habe seit 30 Stunden, wirklich 30 Stunden nicht Ich geschlafen. wollte gerade trinken und das Ding ist. Wozu gibt's überhaupt Drogen? Ist er auch nicht. Halt die Fresse, Simon! Ich hatte mich ja noch ziemlich gut unter Kontrolle. Ja, Zum Glück. Simon, nicht springen, ich habe voll Angst, Alter. Irgendwie gerade. Also irgendwann nach so 30 Stunden ist das Gehirn halt auch dann Matsche. und irgendwann wurden, glaube ich, wir dann drauf angesprochen, dass wir. Lass die armen Jungs doch mal raus, die sterben. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Wollt ihr nicht mal rausgehen? Ey, wir sagen nur, wie gesagt, die Szene auf dem Balkon sagen alles, glaube ich. Wir waren mental und körperlich durch. Was heißt denn Hallo auf Chinesisch? Ich weiß es gar So. Mihao. nicht. Miau, wir werden ihn gleich verraten. Mihao, hallo heißt er doch, glaube ich. Ja, in Japan. Hat er unsere Sache? In Japan? Nein, da ist das. Nee, wer ist das denn Das da? heißt doch da, Alligator, ne? Das heißt Danke. nee, hier, wie sagt man, Konnichiwa? Konnichiwa, ja. Es war lustig. Es war lustig, Mir hat Spaß gemacht. Ja, aber irgendwie auch voll cringy. Und das war schon. Eigentlich ging ja noch weiter der erste Tag, aber wir haben uns halt ausgeklinkt. Wir haben gesagt, wir müssen am nächsten Tag 2 Konzerte spielen und wir müssen echt irgendwie gucken, dass wir schlafen.